Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich euch Belle Icone vorstellen von Carlin, wenn richtig ausgesprochen, Belle Icone. Und zwar der beste, günstigste Baccarat Rouge Duft, glaube ich, den es gibt. Dieser Duft hier ist überall in den Drogeriehäusern ausverkauft und weg. Ich habe sogar gehört, dass die geklaut werden, die Tester werden mitgenommen und so weiter und so fort. Es ist ein Damenduft, aber nochmal, er geht in diese Richtung. Baccarat Rouge, und im Endeffekt sind das Unisex-Düfte, also das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Und ja, ist es denn wirklich auch der beste Baccarat Rouge Duft, den es gibt? Das werde ich euch jetzt erzählen. Vorweg muss ich natürlich sagen, gleich, es gibt Leute, die diesen Duft nicht wirklich so wahrnehmen können oder die sagen, naja, die Haltbarkeit ist nicht so gut. Das ist, ich finde, dieser Duft, oder es ist eben so eine Art wie Moleküle, die kann auch nicht jeder wahrnehmen. Deswegen möchte ich nicht so viel zur Haltbarkeit sagen. Ich muss aber dazu gestehen, dass dieser 6 € Baccarat Rouge doch schon seine 5 Stunden aushält. Also 5, das ist immer verschieden, 5 oder 4, 5, 6, 7 Stunden, manchmal sogar länger, weil es ist Tagesform. Und diese Art Duft, wie schon bei Baccarat Rouge, ist ziemlich strange. Und ich muss wirklich hier sagen, erstmal, der Sprüher ist gut und denkt dran, wir reden hier von 6 €. Und wenn ich den jetzt einatme, beziehungsweise nicht einatme, das ist nicht so schön, inhaliere, es ist schon enorm gut. Wirklich sehr dicht an diesen Duft. Nicht an das extrakte Parfüm, da ist mehr Safran am Style, genau. Da ist mehr Safran am Start. Ich werde jetzt den hier nochmal sprühen. Ja, es ist, also ganz ehrlich Leute, dass der so gehypt wird, kann ich verstehen. Wirklich. Weil man darf nicht vergessen, wie teuer ist Baccarat Rouge. Ne, ich sollte den jetzt mal testen. Und Carlin, ich sag ja schon mal, macht gute Düfte. Also haben ja auch einen Le Male Dupe, der wirklich in die Vintage-Version geht. Sie haben 1 Million Dupe, auch gut. Sie haben einen Boss Bottle Dupe, der ist übrigens auch sehr gut. Also das ist wirklich für Leute, wie gesagt, die sich das Original nicht kaufen möchten oder nicht so viel Geld übrig haben, weil es kostet ja nur schon ein bisschen. Natürlich kommt es nicht an die Haltbarkeit ran, also das ist ja aber auch jetzt wieder verschieden. Ich wollte eigentlich ja jetzt nicht so drauf eingehen, weil, wie gesagt, ich hatte ja eingangs am Anfang des Videos erwähnt, dass Baccarat Rouge bei jedem anders performt und so, aber bei mir hält er 12, 15 Stunden, das Eau de Parfüm, und ich habe den tagelang in der Nase. Also immer, das ist so ein Duft, den ich immer in der Nase schleime. Ich habe das Gefühl, der sitzt da. Ich rieche den einfach immer. Selbst tagelang, wenn ich einen anderen starken Duft, ich habe immer diese, wenn ich den trage oder wenn ich den getragen habe, dann ist der immer am Start. Und für Leute, die, wie gesagt, Baccarat Rouge mögen, ganz ehrlich, wenn ihr den noch bekommt, ich weiß, ich habe gehört, dass viele den nicht mehr reinbekommen. Also Drogerieketten, das eine, ich will jetzt keinen Namen nennen, dass die den nicht mehr reinbekommen. Also wenn ihr den noch seht, 6 €, glaube ich, zuschlagen. Also es ist schon enorm gut. Ich muss natürlich gestehen, es gibt inzwischen, das ist auch so ähnlich wie, Naxos nicht, sorry, das will ich wegnehmen, aber so wie Aventus ist das ähnlich. Es kommen sehr viele, wir haben hier noch einen, guckt mal hier, wir haben hier noch einen von All Saints, Sunset Riot. Das ist auch ein sehr ähnlicher Baccarat Rouge Duft, nur der hat eine eigene DNA noch, die ein bisschen holzig ist, übrigens auch sehr gut und kostet auch nicht so viel. Ich glaube, da seid ihr bei 40, 50 €. Auch gut, aber 6 € und wirklich so, ich will den jetzt nicht auf die Haut sprühen, ich kenne ihn ja, aber in der Luft auch, es ist enorm. Ihr merkt fast in der Luft beim Aussprühen keinen Unterschied. 1:1, es gibt immer Unterschiede. Gleich für die Leute, die wieder hier irgendwas sagen, es gibt immer Unterschiede. Es ist nie 100%, aber nochmal, 6 €. Der steht bei den Damen. Also nicht erschrecken, Jungs, wenn ihr den sucht. Der steht bei den Damen, wenn er denn da steht. Und ich bin schwerst begeistert.
Da fragt man sich doch manchmal, ne? Naja gut, wir wissen ja, was eine Herstellung und so, aber es ist natürlich auch, man bezahlt auch Namen und natürlich trotzdem schon Qualität. Aber hier habt ihr wirklich 1A Qualität, wenn man den Preis bedenkt. Ne? Dann habt ihr wirklich 1A Qualität. Weil 6 Euro, ihr habt wirklich 4 bis 8 Stunden was davon oder 7 Stunden vielleicht bei manchen mehr. Und ihr habt Baccarat Rouge. Ihr habt Baccarat Rouge. So, vielleicht ist die Qualität im Schnitt natürlich beim Original, nehmen wir jetzt mal das Eau de Parfum, weil das extrakte Parfüm ist einfach mehr Safran. Natürlich, es ist eine, also ihr fragt mich ja immer, ich finde Carbonell gut, ne, den Parfümier Carbonell. Aber Kurt-Jan, wenn richtig ausgesprochen, ist so mein Lieblingsparfümier. Der macht, ich meine, der hat ja auch Le Male kreiert, der hat seine Dinger, ich kenne keinen schlechten Duft. Also wenn ich mal einen Duft rausbringen sollte, hätte ich schon Bock, wenn bei Ihnen auch was zu machen. Carbonell natürlich auch, man. Ich mache einfach gute Düfte. Wirklich genial, die Search of Düfte und das, was er so kreiert hat. Heaven of Coconut habe ich ja letztens vorgestellt. Und Mann, wie gesagt, und sind top und arbeitet ja auch gern mit YouTubern oder Influencern, wie auch immer man sich schimpft, zusammen. Aber ich finde ihn, er macht das so genial und ja, also muss schon sagen, ich finde ihn geil. Also ich liebe ihn immer noch. Also für die Leute, die immer sappeln, rieche ich an jeder Ecke. Also ganz ehrlich, ich wohne in Hamburg und ganz ehrlich, ich rieche Baccarat Rouge, habe ich jetzt 1-2 Mal gerochen, nicht 2 Mal. Und dann weiß man nicht mal, ob es Baccarat Rouge ist. Kann ja auch, wie heißt es, gibt ja noch anderen Drogerieduft von, wie heißt sie, ist auch nicht so wichtig, Ariana Grande, glaube ich, Clouds oder wie der heißt, der geht ja auch in die Richtung, kann ja auch der Duft sein, kann das Original sein und wie gesagt, der sein, dies sein, jenes sein, ja, und deswegen weiß man es nicht, weil draußen nimmt es keiner wahr, wirklich, ne? Nur nebenbei. Aber, wie gesagt, natürlich, nochmal zum Verständnis, ich stehe immer zum Original, das ist klar, das ist so, als wenn man, wenn du einen Mercedes kaufst, kaufst ja auch keinen falschen Mercedes oder was auch immer, es sei denn, ich stehe auf Brabus, aber das ist auch nur eine Tuning-Firma, im Endeffekt, ja, und ja, Fakt ist, bevor ich abschweife, Belle Icone, wenn richtig ausgesprochen, ist wirklich top. Weil 6 Euro, was wollt ihr denn, Mann, jetzt mal Tacheles, 6 Euro. Was willst du denn da falsch machen? Wenn dir der nicht gefällt, wenn er nicht gut ist, verschenk ihn. Irgendeiner wird diesen Duft mögen und irgendeiner oder auch bei irgendjemand wird der Duft besser halten. Und das ist einfach top. Es ist einfach top. So, und da kann man nicht meckern, egal, da können die anderen sagen, könnt ihr sagen, was ihr wollt, das ist einfach so. So, ja, jetzt habe ich den Duft auch vorgestellt. Da habe ich so viel, also wirklich, bei diesem Duft habe ich wirklich viele Anfragen über die letzten Monate bekommen, ob ich den nochmal vorstelle. Ich habe auch schon gar nicht mehr geantwortet, weil, naja, es wird immer was kommen, es wird nicht alles kommen, ich kann auch nicht jeden Duft vorstellen, aber wer mich kennt, ich habe ja nun Baccarat Rouge und so viel vorgestellt, was das in diese Richtung angeht und ich liebe Baccarat Rouge und dann ist es natürlich klar, dass ich diesen Duft auch vorstelle. Und wie gesagt, er ist 1A und 6 Euro. So, Punkt. Also Leute, reinhauen und gut riechen.